SteamVR bekommt gerade eins seiner wichtigsten Dashboard-Updates seit Jahren. Das neue Menü sieht nicht nur moderner aus, es übernimmt Funktionen vom Steam Deck, verbessert die Verwaltung von Overlays und repariert ein Problem beim kabellosen VR-Streaming. Und dieses Update könnte uns ziemlich deutlich zeigen, wo Valve SteamVR auf Steam Frame vorbereitet. Was ist also wirklich neu? Lohnt sich die Beta? Genau das schauen wir uns jetzt an. Zuerst müssen wir das kleine Versionschaos klären. Der eigentliche Umbau kam mit Steam 2.17.4. Darin steckt die neue Benutzeroberfläche. Direkt danach folgte Version 2.17.5 mit den ersten Reparaturen. Mit 2.17.6 hat Valve zwei weitere Fehler behoben. Wenn ihr also nur den kurzen Changelog von 2.17.6 lest, wird das Update ziemlich klein. Die eigentliche Geschichte steckt in den Versionen direkt davor. Ich behandle deswegen 2.17.4 bis 2.17.6, deshalb als ein gemeinsames Beta-Update. Das bisherige Dashboard konnte Spiele starten, den Desktop anzeigen, Einstellungen öffnen und Overlays verwalten. Viele Funktionen des normalen Steam-Clients wirkten in VR aber wie einzelne nachträglich eingebaute Bereiche. Die neue Beta orientiert sich wesentlich stärker an dem Steam Deck und Big Pictures. Valve bringt damit mehr von der eigentlichen Steam-Oberfläche direkt ins Headset. Wichtig ist aber, dass es kein komplett neuer Rendering-Engine und auch kein automatisches Performance-Upgrade. Der größte sichtbare Unterschied ist die Bedienung. Direkt im Spiel könnt ihr jetzt auf mehrere Steam-Funktionen zugreifen. Dazu gehören Errungenschaften, Community Guides und Notizen. Gerade die Notizen sind in VR sinnvoller, als es zunächst klingt. Ihr könnt euch Kombinationen, Rätselhinweise oder eure nächste Aufgabe notieren, ohne ständig das Headset abzunehmen. Die deutlichste Anleihe beim Steam Deck ist das neue Schnellzugriff-Menü. Hier bündet Valve Benachrichtigungen, Lautstärke, Helligkeit und den Akkustatus. Auch zusätzliche Controller oder Tracker können dort mit ihrem Batteriezustand erscheinen. Das sind keine spektakulären Funktionen. In VR machen 2 oder 3 eingesparte Untermenüs aber einen deutlichen Unterschied. Richtig neu ist außerdem ein Regler für die Helligkeit der Umgebung bzw. der Kameraansicht für zum Beispiel die Frame. Welche Wirkung er hat, hängt vom verwendeten Headset ab. Valve musste hier nämlich direkt nachbessern. Seit 2.17.5 wird der Regler nur noch angezeigt, wenn er tatsächlich verwendet werden kann. Auch die Overlay-Verwaltung wird komfortabler. Anwendungen lassen sich direkt im Dashboard beenden, Fenster können schneller abgedockt und wieder angedockt werden. Wer VR, Advanced Settings, Desktop Plus oder FPS VR verwendet, sollte die Beta allerdings besonders sorgfältig testen. Änderungen am Dashboard können solche Drittanbieter-Overlays immer beeinflussen. Für Steam Link-Nutzer enthält das Update einen unscheinbaren, aber möglicherweise sehr spürbare Korrektur. Valve hat ein Problem behoben, durch das alle paar Sekunden ein einzelnes Bild verloren ging. Ein verlorener Frame klingt zunächst harmlos, in VR kann ein regelmäßig wiederkehrender Aussetzer aber als kleines Ruckeln wahrgenommen werden, besonders bei gleichmäßiger Kopfbewegung. Der Fix verspricht also nicht automatisch mehr durchschnittliche Bilder pro Sekunde, er soll die Frame-Ausgabe gleichmäßiger machen. Für Quest- und Pico-Nutzer könnte das eine praktische Änderung des Updates sein. Unter der sichtbaren Oberfläche wurden außerdem 2 OpenXR-Probleme korrigiert. Vereinfacht gesagt ist OpenXR die Verbindung zwischen einer VR-Anwendung und einer Laufzeitumgebung wie SteamVR. Beim ersten Fehler konnte eine Anwendung falsche Informationen über die empfohlene Bildgröße erhalten. Der zweite Fix betrifft die Erkennung, ob sich ein Nutzer im Headset befindet. Das ist keine große Änderung, die ihr als Menüpunkt seht. Für Entwickler und für die Zuverlässigkeit einzelner Anwendungen können solche Fehler aber sehr wichtig sein. Die ersten Probleme der neuen Oberfläche ließen nicht lange auf sich warten. Mit 2.17.5 reparierte Valve unter anderem einen Fehler, durch den das Dashboard in einigen Anwendungen ständig dem Nutzer folgte. Auch die Raumansicht wurde korrigiert, damit sie nicht ungewollt Eingaben an die laufende Anwendung blockiert. Mit 2.17.6 folgten 2 weitere Reparaturen. Bei VR-Anwendungen außerhalb von Steam fehlte teilweise die Dashboard-Symbole. Außerdem konnten beim Wechsel zwischen Anwendungen veraltete Videoeinstellungen angezeigt werden. Genau deshalb ist dieses noch eine Beta. Ihr bekommt neue Funktionen früher, übernehmt aber gleichzeitig einen Teil des Praxistests. Damit kommen wir zur großen Frage: Warum investiert Valve gerade jetzt so stark in das Steam VR Dashboard?
Valve hat schon bei SteamVR 2.0 erklärt, dass Steam über unterschiedliche Geräte hinweg stärker vereinheitlicht werden soll. Steam Deck, Big Pictures, SteamOS und SteamVR sollen sich nicht mehr wie getrennte Systeme anfühlen. Gleichzeitig bereitet Valve Steam Frame vor. Das Headset ist sowohl für das Streaming von einem Gaming-PC als auch für eigenständige ausgeführte Spiele unter SteamOS konzipiert. Dafür braucht Valve eine Oberfläche, die Bibliothek, Benachrichtigungen, Akkus, Einstellungen und laufende Anwendungen vollständig im Headset verwalten kann. Valve sagt nicht ausdrücklich, dass das neue Dashboard nur wegen der Steam Frame entwickelt wurde. Die Verbindung ist aber sehr deutlich. Meine Einordnung lautet deshalb, das Update modernisiert nicht nur SteamVR für den heutigen Nutzer, sondern schafft gleichzeitig eine gemeinsame Softwarebasis für Valves nächste VR-Generation. Solltet ihr die Beta ausprobieren? Wenn ihr die neue Oberfläche testen möchtet, häufig Steam Link nutzt oder ein Problem wiedererkennt, das in den Changelogs behoben wurde, dann ist sie einen Versuch wert. Wenn euer aktuelles SteamVR-System zuverlässig funktioniert, ihr viele Drittanbieter-Overlays verwendet oder den Rechner für wichtige Aufnahmen braucht, würde ich noch beim stabilen Kanal bleiben. Die Beta verbessert außerdem nicht automatisch eure Auflösung, WLAN-Qualität oder Grafikleistung. Der Steam Link Fix betrifft ein bestimmtes Problem und nicht jede mögliche Ursache für Ruckler. Zum Testen öffnet ihr in der Steam-Bibliothek die Eigenschaften von SteamVR. Wählt unter Version und Betas das SteamVR Beta Update aus. Für die neue Oberfläche reicht das alleine aber nicht. Unter Steam-Einstellungen und Oberfläche müsst ihr zusätzlich am Steam Client Beta Update teilnehmen. Erst wenn beide Beta-Kanäle aktiv sind, erscheint die neue Ansicht. Falls Probleme auftreten, meldet sie im offiziellen SteamVR Bug Report Forum und hängt möglicherweise einen Systembericht an. Antworten unter den Update-Beiträgen werden von Valve nicht als Fehlerberichte verfolgt. Was haltet ihr vom neuen Dashboard? Ist es einfach eine überfällige Modernisierung oder schon ein deutlicher Vorgeschmack auf Steam Frame? Schreibt eure Meinung und eure Erfahrungen mit der Beta in die Kommentare. Wenn euch solche VR-News und Analysen gefallen, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Supposed to